Das sind Tansanit-Rohsteine, die ich 2019 aus Tansania mitgebracht habe. Ich wurde dort von einem Freund eingeladen, den ich in Ida Oberstein einmal kennengelernt hatte, um dort die Minen zu besuchen. Er lebt in Arusha am Fuße des Kilimanjaro. Und ich habe ein paar Rohsteine mitgebracht, die noch im erlaubten Bereich waren, Rohsteine auszuführen, die ungeschliffen sind. Das ist verboten oder war verboten. Das hat sich auch ein bisschen geändert dort. Ja, und was man hier sehr schön sehen kann, das ist die Farbe Diesel, die so in Tansania genannt wird, weil die Farbe dem flüssigen Kraftstoff so sehr ähnelt. Hier lege ich die mal auf die Waage und da sind wir bei 18,5 und ich habe die vermessen und gewogen. In dem Video soll es um die Wärmebehandlung von Tansanit gehen, also wie holen wir die schönen Farben raus. Das ist das Blau und das Violett, was wir haben wollen. Die dritte Achse, die können wir eliminieren. Und das geschieht durch eine Wärmebehandlung, die im, ja, wie soll ich nennen, im moderaten Bereich ist. Denn wir können das Ganze hier mit in einem relativ normalen Vorwärmeofen machen. Bei 555 Grad mache ich das üblicherweise. Das, was ich hier anrühre, ist Plaster of Paris. Das ist ein sehr feines Gipsmaterial, fast pH-neutral, also leicht basisch. Und ja, dauert so, weiß nicht, eigentlich 30 Minuten. Ich lasse es immer 2 Stunden stehen, damit es auch wirklich durchgehärtet ist. Diese erste Schicht von dem Plaster of Paris soll mir nur als Verschluss dienen für das, was ich jetzt einbringe, nämlich Plaster of Paris ohne Wasser. Also ich lasse das als reines Isolationsmaterial, wo ich jetzt die Steine hineingebe. Die Steine selbst sind von, naja, ich sag mal, mittlerer bis, mal gucken, was wir daraus schleifen können. Ich will es mal so sagen, was die Qualität angeht. So, die Steine sind jetzt eingebracht, das Plaster of Paris ist drin und ich verschließe jetzt diese Muffel wieder mit Plaster of Paris in flüssig, warte wieder 2 Stunden und kann das Ganze dann von dem Boden öffnen. Das ist jetzt verschlossen und kann in den Ofen eingebracht werden. Der Ofen ist noch kalt, das heißt so kalt wie die Werkstatt ist. Also ich glaube, wir hatten 35 Grad an dem Tag in der Werkstatt. Die Vorwärmzeit, da nehme ich 555 Grad Celsius, wie gesagt, und das teile ich auf 6 Stunden auf und dann bekomme ich eine Gradzahl von ca. 1,5 Grad pro Minute, so ungefähr 1,45, wenn man es genau nimmt. Das Ganze halte ich 2 Stunden, dann lasse ich es im Ofen abkühlen, sodass ich eine Gesamtzeit habe von 10 Stunden, also ich lasse sowas über Nacht laufen. Am nächsten Morgen haben wir noch 65 Grad hier, also das ist schon etwas über der Schmerzgrenze. Ich kriege es noch nicht ganz auf. Den Steinen wäre es jetzt egal, die könnten jetzt raus, aber ich warte dann trotzdem noch ein bisschen, bis ich es mit der Hand anfassen kann. Und das ist jetzt gleich geschehen, nachdem ich es nochmal gemessen habe. Ja, und dort sind auch 65 Grad, aber hier war jetzt ein kleiner Schnitt. Jetzt kommt das Ausmuffeln eigentlich, das Auspacken der Steine. Was auch immer ein bisschen, ja, aufregend ist, kann ich so sagen. Denn nicht alle Steine lassen sich gleich gut brennen und ich möchte natürlich eine schöne blau-violette Farbe haben und die Achsen in der richtigen Richtung, also so, dass ich auch Steine davon schleifen kann. Diese Steine habe ich als Souvenirs mitgebracht, Handelsware, daran habe ich nie gedacht. Also ist mir die Qualität der Steine im Grunde völlig egal. Was ich aber machen wollte, ist, die hatten diese Zweifarbigkeit oder Dreifarbigkeit, diese Dieselfarbe, halt dieses Burgund, dieses Orange-Gelb, dieses nicht genau definierbare. Das wollte ich auf jeden Fall raushaben und hier, als ich das hier gesehen hatte, da war ich schon sehr zufrieden. Also wir haben hier ein tiefes Blau-Violett, das ist mehr als ich erwartet habe. Das ist 100% hier. Mehr kann man da gar nicht erwarten.
Die Mineralien sind so, wie sie sind. Wir haben hier Wachstumsstrukturen drin, wir haben da Cracks drin. Üblicherweise wird aus diesem Stein das hier geschliffen, nämlich facettierte Steine im Rechteck, im Tropfen, Cabochon auch, wenn sie nicht ganz so augenrein sind. Ich werde von diesen Steinen wahrscheinlich ein Checkerboard schleifen und dann Ohrstecker davon bauen. Hier ist sehr schön zu sehen, das Filterdichtroskop sagt es nochmal, die orange-gelbe Achse, diese Dieselfarbe, die ist eliminiert, die ist verschwunden. Ich werde es gleich nochmal auf das Polariskop legen. Da sehen wir es dann nochmal etwas genauer. Je nachdem, wie ich jetzt drehe, sehen wir einmal den violetten Anteil und hier kommt der blaue Anteil, was jetzt auf dem Monitor nicht so gut zu sehen ist. Also bei Tageslicht tatsächlich ist es viel deutlicher, sehr blau und sehr lila. Also dieser Übergang von blau, da kann man es jetzt ganz gut sehen. Da sehen wir in dem vorderen das lila. Ich habe hier noch einen 5. Stein mit dabei, aber den wollte ich in der Farbe so belassen. Der gefiel mir so Naturfarben ganz gut. Und hier sehen wir schön den Farbwechsel von Blau zu Lila. Hier ist schon das Design für die Steine, die ich daraus schleifen möchte. Ja, hier nochmal die Doppelbrechung sehr schön zu sehen und ein Polariskop. Wer kein Polariskop hat, kann einen Polfilter nehmen von der Kamera. Ist billiger und ist genauso gut. Und jetzt noch ein paar Bilder von Arusha, Tansania. 2019 war ich da. Hier habe ich ein bisschen aus dem Auto gefilmt, das Straßenleben in Arusha. Ich war in den Minen und konnte mir auch in den Minen selbst ein Bild machen von den Arbeitsbedingungen und ja, immer wieder hat man im Vorfeld auch gehört von Kinderarbeit. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also das ist ein streng abgeschirmtes Gebiet dort. Man geht durch strenge Kontrollen und man steht dort sehr lange Schlange, bis man durch diese Kontrollen durch ist. Und da standen keine Kinder an. Also auf dieses Arbeitsgelände, was ziemlich groß ist, da habe ich nicht, das gibt es da nicht. Da waren erwachsene Männer und das ist Männerarbeit. Frauen waren auch dort. Aber in den Minen selber, wer dort runtergegangen ist, das waren Männer. Und nicht mal Jugendliche, wenn ich mich recht erinnere. Ja, hier nochmal ein paar Bilder von Straßenleben. Ja, hier nochmal Kilimanjaro. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.